Hallo liebe Leute, mein Name ist Chris von Just2D und ich habe zwei coole Nachrichten für euch. Und die erste Nachricht ist, Drover für Mobile ist heute draußen, ihr könnt es jetzt spielen und wir sind super aufgeregt, wie ihr es findet. Und die zweite Nachricht ist, neue Sprachen sind mit dabei. Es ist wirklich soweit, wir haben es geschafft, wir haben Drover für Mobile fertig bekommen. Es war eine unglaubliche Journey. Wir haben 3 Closed Betas gemacht, wir haben super viele Features eingebaut, komplett frei gestaltbare Steuerung, anpassbare Menüs und Schriftgrößen, kompletter Controller-Support ist drin. Ja, das war eine Journey, sie war sehr, sehr cool und vor allem, wir hatten einfach Bock drauf, das war der Punkt. Johannes und ich, wir haben uns zusammengesetzt, einmal haben gesagt, ey, warum bringen wir Drover nicht eigentlich aus Mobile raus? Ja, ich hätte auch mal Bock, ein Mobile-Game rauszubringen und da haben wir uns gedacht, warum nicht Drover? Denn natürlich kritisieren wir beide, Johannes und ich, sehr viele Mobile-Games, diese Free-to-Play-Spiele, wo es darum geht, Leute abzuzocken, aber natürlich gibt es auch super viele coole Mobile-Games und wir wollen zu den coolen Games gehören und deswegen haben wir uns gedacht, wollen wir es halt fair aufbauen und unser Modell ist quasi so, dass man das Spiel ungefähr 2 Stunden lang umsonst spielen kann. Sprich, du kannst das Holzfällerlager entdecken und alles drumherum. Dann hast du ein Gefühl, was erwartet mich, was ist überhaupt Drover. Und dann kannst du es für 9,99 € einmalig kaufen und kriegst die ganze Welt einfach offen. Denn wir wollen nicht irgendwelche versteckten Kosten da versteckt haben. Das kritisieren wir auch sehr, sehr stark und finden wir nicht cool, wie Leute da ausgebeutet werden. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir es so, haben es so eingebaut und wir haben keinerlei Ahnung, ob es einen Erfolg hat, ob es was bringt, ob es überhaupt Umsatz macht. Aber das Wichtigste ist immer, man soll immer das tun, worauf man Bock hat. Punkt Nummer 2, weitere Sprachen könnt ihr jetzt in Drover spielen. Und zwar Polnisch, Spanisch und traditionelles Chinesisch. Wenn ihr jetzt Drover startet oder spielt, könnt ihr auf Android, PC oder Konsolen diese Sprachen auswählen und könnt damit Drover spielen. Lasst uns auf jeden Fall Feedback da, wie die Übersetzungen sind, denn wir selber konnten es nicht überprüfen, denn leider sprechen wir nicht diese Sprachen. Ich lerne gerade ein bisschen Polnisch, aber da fehlt mir, glaube ich, noch das Wissen zu. Und wir können es natürlich nicht überprüfen, aber wir haben da einen tollen Partner, ein Loka-Studio, was das alles für uns übernimmt. Und wir zahlen auch aktuell pro Übersetzung 30.000 €, denn es kommen immer sehr viele Fragen auf, warum übersetzt ihr nicht in diese Sprache, diese Sprache. Das würden wir wirklich sehr, sehr gerne machen, aber leider haben wir das Geld da nicht zu, denn uns ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Qualität sehr gut ist, denn natürlich ist es, Drover ist ein Rollenspiel und da ist die Sprache oder das, was man liest, natürlich essentiell und sehr wichtig. Und ich verstehe natürlich, dass man Drover in seiner Native-Sprache halt erleben möchte, aber leider haben wir da die finanziellen Mittel nicht. Deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass wir da so einen guten Weg gefunden haben, womit ihr glücklich seid. Was ist denn jetzt aber mit Drover? Also für Drover ist nichts weiter jetzt geplant. Ich sage aber nicht, dass es fertig ist, denn man weiß nie, was noch kommt und ich möchte dieses Türchen noch ein bisschen offen halten. Denn wer weiß, was noch irgendwann mal passiert, aber aktuell gerade ist absolut nichts mehr geplant und wir sind damit durch und konzentrieren uns 100%ig auf Topaz. Aber wenn irgendwelche Fehler dann noch auftreten, der Support ist da, wir supporten euch, schreibt, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, wir kümmern uns drum. Aber Fokus jetzt auf Topaz. Aber wenn du noch Feedback hast, wenn du Drover gerade gespielt hast, dann hilft uns natürlich dein Feedback sehr, denn wir lesen uns alles durch, denn für Topaz ist es uns extrem wichtig, dieses Feedback zu bekommen. Denn Topaz baut natürlich auf Drover auf, was jetzt diese Mechaniken angeht, was dieses Spieltyp aufgeht. Das heißt, es ist ein Open-World-Rollenspiel, es ist ein 2D-Spiel, es gibt Fraktionen, es hat ein Kampfsystem und so weiter und so fort. Das alles wollen wir von Drover übernehmen und wollen es auch in Topaz benutzen. Das heißt, wir wollen uns eher erweitern, anstatt uns neu zu entdecken. Das heißt, die Formel, die wir von Drover jetzt haben, wollen wir weiter benutzen und wollen wir weiterentwickeln und das wollen wir mit euch zusammen machen. Deswegen, wenn du Feedback hast, wir freuen uns sehr drüber, wir lesen, wie gesagt, alles durch. Es war eine unglaublich tolle Reise mit Drover. Es fühlt sich auch ein bisschen jetzt wie ein Abschluss natürlich an. Und nochmal vielen, vielen Dank für euren Support. Und ich freue mich sehr darüber, was euer Feedback ist für die Android-Version oder was das Feedback ist für die Sprachen ist oder allgemein. Es freut mich einfach, dass Drover dir gefällt und dass du daran Spaß hast. Damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns zum nächsten Update-Stream, wo es da über Topaz gehen wird. Und damit verabschiede ich mich. Euer Chris.